Bist du jemals an einem Tag aufgewacht und hattest das Gefühl, dass die ganze Welt gegen dich verschworen hat? Der Wecker hat nicht geklingelt, du hast Kaffee auf dein neues Hemd verschüttet, der Verkehr war unmöglich und dein Chef hat entschieden, dass genau dieser Tag perfekt war, um deine Arbeit zu kritisieren. Und dann fragst du dich, warum muss das Leben so schwer sein? Nun, vor mehr als 2000 Jahren stand ein Mann vor viel schlimmeren Situationen als wir und entwickelte eine Philosophie, die vollkommen verändern kann, wie du mit Problemen umgehst. Dieser Mann war Lucius Annois Seneca, und was er uns zu lehren hat, ist so revolutionär, dass es dein Leben noch heute verändern kann. Aber bevor wir in diese faszinierende Geschichte eintauchen, lass einen Like im Video da und abonniere den Kanal. Denn was du in den nächsten Minuten entdecken wirst, könnte genau das sein, was du jetzt hören musst. Stell dir vor, im 1. Jahrhundert nach Christus in Rom zu leben. Die mächtigste Stadt der Welt, voller Luxus, politischer Intrigen, Verrat und Gewalt. Seneca wurde in eine wohlhabende Familie in Hispanien geboren. Der Region, die wir heute als Spanien kennen, wurde aber noch als Kind nach Rom gebracht. Von Jugend an war er gebrechlich, litt unter schweren Atemproblemen, wahrscheinlich Asthma oder Tuberkulose, die ihn ständig quälten. Er selbst gab zu, dass er in seiner Jugend wegen des körperlichen Leidens Selbstmord in Betracht gezogen hatte. Aber genau diese Gebrechlichkeit führte ihn dazu, in der Philosophie etwas zu suchen, das seinem Schmerz Sinn geben könnte. Und er fand den Stoizismus. Der Stoizismus war für Seneca nicht nur eine abstrakte Theorie. Er war ein Überlebenswerkzeug. Und er musste dieses Werkzeug auf die brutalsten möglichen Weisen testen. Seneca wurde einer der reichsten und einflussreichsten Männer Roms, Berater von Kaiser Nero, einem der grausamsten Tyrannen der Geschichte. Stell dir vor, an der Seite eines Mannes zu stehen, der seine eigene Mutter tötete, der Rom aus einer Laune heraus niederbrannte, der Menschen zur Unterhaltung hinrichtete. Seneca lebte in dieser Atmosphäre des ständigen Terrors und wusste, dass ein einziger Fehler sein Leben kosten könnte. Und tatsächlich kostete es das. Nero befahl schließlich Seneca, Selbstmord zu begehen. Und er tat es mit beeindruckender Ruhe und wandte bis zum Ende die Prinzipien an, die er predigte. Aber bevor er starb, hinterließ Seneca eine Sammlung von Schriften, die Jahrhunderte überdauerten und als praktisches Handbuch zu uns gelangten, wie man gut leben kann, selbst wenn alles zu zerbrechen scheint. Und hier ist die erste große Erkenntnis von Seneca, die dein Leben heute verändern kann. Du kontrollierst nicht, was mit dir geschieht, aber du kontrollierst vollständig, wie du darauf reagierst. Das klingt einfach, aber denk mal nach. Wie oft hast du Energie, geistige Gesundheit und Stunden deines Tages damit verschwendet, dir über Dinge Sorgen zu machen, die völlig außerhalb deiner Kontrolle lagen? Dieser negative Kommentar in den sozialen Medien, die Meinung, die jemand über dich hat, das Wetter, das deine Wochenendpläne ruiniert hat, die Wirtschaft des Landes, die Politik, die Handlungen anderer Menschen. Seneca würde sagen, dass du dein Leben verschwendest. Er schrieb, wir leiden mehr in der Vorstellung als in der Realität. Das ist verheerend, wenn man darüber nachdenkt. Der Großteil unseres Leidens kommt nicht von den Ereignissen selbst, sondern von der Geschichte, die wir über diese Ereignisse erzählen. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Du verlierst deinen Job. Das ist die objektive Tatsache. Aber dein Verstand erschafft sofort eine Erzählung. Du bist ein Versager. Du wirst nie etwas erreichen. Dein Leben ist vorbei. Alle werden dich verurteilen. Du hast keinen Wert. Diese Erzählung verursacht unendlich mehr Schmerz als der Verlust des Jobs selbst. Seneca lehrt uns, die Tatsache von der Interpretation zu trennen. Die Tatsache ist neutral. Du hast deinen Job verloren. Die Interpretation ist eine Wahl. Du kannst wählen, dies als definitives Versagen zu sehen oder als Gelegenheit, neu anzufangen,
etwas Besseres zu finden, zu wachsen. Und nein, das ist keine toxische Positivität. Seneca sagte nicht, man solle so tun, als wäre alles in Ordnung, oder den Schmerz leugnen. Er sagte, du sollst rational über das sein, was geschieht, und intelligent reagieren, nicht emotional. Jetzt denkst du vielleicht, aber wie mache ich das in der Praxis, wenn ich mitten in einer Krise stecke? Seneca hatte eine spezifische Technik, die er Prämeditatio malorum nannte, was so viel wie Vorwegnahme der Übel bedeutet. Im Grunde verbringst du jeden Tag ein paar Minuten damit, dir die schlimmsten Dinge vorzustellen, die dir passieren könnten. Deinen Job zu verlieren, einen geliebten Menschen zu verlieren, krank zu werden, betrogen zu werden, alles zu verlieren, was du besitzt. Das klingt morbide und deprimierend, nicht wahr? Aber die moderne Wissenschaft bestätigt, dass diese Technik funktioniert. Wenn du dich mental auf Widrigkeiten vorbereitest, passieren zwei Dinge. Erstens entwickelst du konkrete Pläne, wie du mit diesen Problemen umgehen kannst, falls sie auftreten. Zweitens reduzierst du die Angst, weil dein Gehirn diese Möglichkeiten nicht mehr als schreckliche und unbekannte Bedrohungen sieht. Sie werden zu Szenarien, die du bereits erkundet hast und auf die du vorbereitet bist. Aber es gibt noch mehr. Seneca war besessen von Zeit. Er schrieb, dass die meisten Menschen ihr Leben verschwenden, als hätten sie eine unendliche Menge Zeit zur Verfügung. Einer seiner berühmtesten Texte heißt über die Kürze des Lebens, und darin macht Seneca eine brutale Analyse davon, wie Menschen ihre Tage wegwerfen. Sie beklagen sich, dass das Leben kurz ist, aber verschwenden Stunden mit Klatsch, mit nutzlosen Sorgen, versuchen Menschen zu gefallen, die sich nicht um sie kümmern, jagen Geld, das niemals genug sein wird, suchen Anerkennung, die niemals kommt. Und dann, plötzlich, sind sie alt und fragen sich, wo all diese Zeit geblieben ist. Seneca fragt uns, schützt du dein Geld sorgfältig, lässt aber jeden deine Zeit stehlen? Deine Zeit ist unendlich wertvoller als dein Geld, weil du sie niemals zurückbekommen kannst. Jede Minute, die vergeht, ist für immer tot. Das führt uns zu einer beunruhigenden Frage. Wie viel von deinem Tag hast du heute wirklich gelebt? Wie viel Zeit hast du präsent, bewusst verbracht, Dinge getan, die wichtig sind? Und wie viel Zeit hast du im Autopilot verbracht, durch endlose Feeds in sozialen Medien gescrollt, Dinge angeschaut, die nichts beitragen, prokrastiniert, geflohen, verschwendet? Seneca würde sagen, dass die meisten Menschen keine 70 oder 80 Jahre leben. Sie existieren einfach während dieser Zeit, aber leben wirklich vielleicht 10 oder 15 Jahre insgesamt. Der Rest ist nur tote Zeit. Und hier ist die brutale Erkenntnis: Niemand stiehlt deine Zeit. Du spendest sie kostenlos für Ablenkungen, für Menschen, die es nicht verdienen, für Sorgen, die nicht wichtig sind. Aber Seneca war kein langweiliger Moralist, der Opfer und Leiden predigte. Er war unglaublich reich, mochte Komfort, schätzte gutes Essen und hatte luxuriöse Anwesen. Die Frage für ihn war nicht, die Freuden des Lebens zu verweigern, sondern nicht ihr Sklave zu sein. Er praktizierte regelmäßig, was er Voluntaria paupertas nannte, was freiwillige temporäre Armut bedeutet. Von Zeit zu Zeit kleidete er sich in einfache Kleider, aß nur Brot und Wasser, schlief auf dem Boden. Warum? Um sein Gehirn zu trainieren, zu verstehen, dass alles zu verlieren nicht das Ende der Welt wäre. Er wollte sicher sein, dass sein Wohlbefinden nicht von äußeren Umständen abhängt. Diese Praxis befreite ihn von Angst. Wenn du keine Angst hast, deine Besitztümer zu verlieren, kann dich niemand durch sie kontrollieren. Wenn man das heute anwendet, musst du nicht auf dem Boden schlafen, aber du kannst kleine absichtliche Unbequemlichkeiten ausprobieren. Nimm ab und zu eine kalte Dusche. Faste für ein paar Stunden. Geh einen ganzen Tag ohne dein Handy aus. Diese kleinen freiwilligen Unbequemlichkeiten trainieren deine mentale Widerstandsfähigkeit. Sie erinnern dich daran, dass du stärker bist, als du denkst, dass du ohne die Komfortkrücken überleben kannst, die du für unverzichtbar hältst.
Und das schafft ein tiefes Vertrauen, das keine äußeren Umstände erschüttern können. Jetzt sprechen wir über Wut, denn Seneca schrieb eine ganze Abhandlung über dieses Thema. Er betrachtete Wut als das destruktivste Laster, das es gibt. Gefährlicher als Gier, schädlicher als Lust. Warum? Weil Wut die einzige Emotion ist, die dich aktiv dazu bringt, anderen und dir selbst Schaden zufügen zu wollen. Seneca beobachtete, dass sich niemand nach einem Wutanfall glücklich fühlt. Du fühlst dich nicht gerecht oder zufrieden. Du fühlst dich leer, beschämt, erschöpft. Wut versprach Gerechtigkeit und lieferte nur mehr Leiden. Und das Schlimmste, Wut richtet sich normalerweise gegen die Menschen, die dir am nächsten stehen, und verursacht dauerhafte Schäden in Beziehungen, die du schätzt. Aber wie kontrolliert man Wut, wenn dich jemand wirklich verletzt, betrügt, beleidigt? Seneca hatte mehrere Techniken. Erstens, verzögere deine Reaktion. Wenn du fühlst, dass Wut aufsteigt, warte einfach. Reagiere nicht sofort. Zähle bis 10, verlasse den Raum, wechsle die Umgebung. Wut ist wie Feuer, sie braucht ständigen Brennstoff, um sich zu erhalten. Wenn du den Brennstoff abschneidest, erlischt sie von selbst. Zweite Technik, ändere deine Perspektive. Hat die Person, die dich beleidigt hat, das aus echter Bosheit getan oder aus Unwissenheit, eigenem Schmerz, Angst, Schwäche? In den meisten Fällen handeln Menschen, die uns verletzen, aus ihren eigenen Wunden heraus. Sie sind keine kalkulierenden Schurken, sie sind unvollkommene Menschen, die mit ihren eigenen Dämonen kämpfen. Das rechtfertigt ihr Verhalten nicht, aber es verändert völlig, wie du dich zur Situation verhältst. Dritte Technik, erinnere dich an deine eigenen Fehler. Wie oft hast du geirrt? Wie oft hast du jemanden unabsichtlich verletzt? Wie oft hast du Vergebung gebraucht? Wenn du von anderen Perfektion verlangst, aber nicht von dir selbst, bist du heuchlerisch. Und das führt uns zu einem weiteren mächtigen Konzept von Seneca, die Bedeutung der täglichen Selbstreflexion. Er empfahl, dass du jeden Abend vor dem Schlafengehen deinen ganzen Tag mental durchgehst. Was hast du gut gemacht? Was hast du schlecht gemacht? Wo hast du versagt? Wo bist du gewachsen? Nicht um dich zu bestrafen oder schuldig zu fühlen, sondern um zu lernen und dich zu verbessern. Diese Praxis ist wie dein eigener Trainer zu sein, der das Spiel analysiert, nachdem es beendet ist, Stärken und Schwächen identifiziert, die Strategie für den nächsten Tag anpasst. Seneca tat dies rigoros. Er befragte sich selbst, worin habe ich heute Zeit verschwendet? Mit wem habe ich Energie ausgegeben, die es nicht verdiente? Welche Gelegenheit, besser zu sein, habe ich verpasst? Welche Tugend habe ich praktiziert? Diese ehrliche Analyse schafft exponentielles Wachstum über die Zeit. Aber vielleicht ist Senecas wichtigste Lektion über Freundschaft und Beziehungen. In einer Gesellschaft, in der alle nach nützlichen Verbindungen suchen, verteidigte Seneca Freundschaften, die auf geteilter Tugend basieren. Er schrieb ausführlich darüber in seinen Briefen an Lucilius, einen jüngeren Freund. Für Seneca ist ein wahrer Freund jemand, mit dem du vollkommen ehrlich sein kannst, jemand, der dich herausfordert, besser zu sein, jemand, der in schwierigen Momenten präsent ist, nicht nur in Momenten des Feierns. Er sagte, dass ein wahrer Freund ein anderes Du selbst ist, und deshalb solltest du Freunde so wählen, wie du Aspekte deiner eigenen Persönlichkeit wählen würdest. Deine Freunde formen, wer du wirst. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die ständig klagen, die negativ sind, die keine Ambitionen haben, wirst du so werden. Wenn du dich mit mutigen, ehrlichen Menschen umgibst, die nach Wachstum streben, wirst du das werden. Und hier ist etwas, das gegen alles geht, was uns soziale Medien lehren. Seneca glaubte daran, wenige wahre Freunde zu haben, statt viele oberflächliche Bekannte. Qualität übertrifft immer Quantität. Besser 3 echte Freunde als 1000 Follower. Denn in den entscheidenden Momenten des Lebens, wenn du wirklich Unterstützung brauchst, weisen Rat, echte Präsenz, bedeuten die Zahlen nichts. Was zählt, sind die tiefen Verbindungen,
die über Jahre des Vertrauens und gegenseitiger Verletzlichkeit aufgebaut wurden. Apropos Verletzlichkeit, Seneca war überraschend offen über seine eigenen Schwächen und Fehler. Er stellte sich nicht als perfekter Weiser dar, der alle Antworten hatte. Er sah sich als kranken Patienten, der versuchte, sich selbst zu heilen, und teilte, was er im Prozess lernte. Diese authentische Demut ist selten. Wie viele Menschen kennst du, die ihre Fehler offen zugeben, die anerkennen, dass sie im Wachstumsprozess sind? Die meisten Menschen projizieren ein Bild der Perfektion, besonders in sozialen Medien, und schaffen eine Illusion, die nur Angst und Unzulänglichkeit bei anderen erzeugt. Seneca lehrt uns, dass wahre Stärke davon kommt, ehrlich anzuerkennen, wo du bist, nicht so zu tun, als wärst du, wo du nicht bist. Nun, lassen wir uns ein Thema ansprechen, das Seneca tief beunruhigte: die Heuchelei zwischen seinen Worten und seinen Handlungen. Er predigte materielle Loslösung, war aber extrem reich. Er verteidigte den Rückzug aus der Politik, diente aber einem Tyrannen. Er sprach über einfaches Leben, besaß aber luxuriöse Anwesen. Seine Kritiker, sowohl damals als auch heute, weisen auf diese Widersprüche hin. Und weißt du, was Seneca dazu sagen würde? Er würde zustimmen. Er behauptete nie, perfekt zu sein. Er erkannte die Distanz zwischen seinen Idealen und seiner Realität. Aber er argumentierte, dass dies seine Lehren nicht ungültig machte. Ein kranker Arzt kann immer noch gültige medizinische Ratschläge geben. Ein unvollkommener Lehrer kann immer noch wichtige Wahrheiten lehren. Was zählt, ist nicht, ob du Perfektion erreicht hast, sondern ob du wirklich versuchst, dich zu verbessern. Seneca war auf einer Reise und lud andere ein, sich ihm auf dieser Reise anzuschließen. Nicht weil er am Ziel angekommen war, sondern weil er wertvolle Karten zum Teilen hatte. Diese Ehrlichkeit über menschliche Unvollkommenheit macht Seneca heute unglaublich relevant. Wir leben in einer Ära von Selbsthilfegurus, die sofortige Transformation versprechen, von Influencern, die ein perfektes Leben verkaufen, von Systemen, die garantierten Erfolg versprechen. All das ist eine Lüge. Echtes Wachstum ist langsam, schwierig, nicht linear. Du wirst wiederholt scheitern. Du wirst diese stoischen Prinzipien eine Woche lang anwenden und dann wegen etwas Idiotischem in Wut explodieren. Du wirst planen, deine Zeit weise zu nutzen, und dann 3 Stunden damit verschwenden, zufällige Videos anzusehen. Du wirst versprechen, nach deinen Werten zu leben, und dann genau das Gegenteil tun, wenn du unter Druck stehst. Das ist menschlich. Was zählt, ist weiterzumachen, zu den Prinzipien zurückzukehren, weiterzuüben. Und über Praxis hatte Seneca etwas über Handlung versus Absicht zu sagen. Es reicht nicht, die philosophischen Prinzipien zu kennen. Es reicht nicht, intellektuell mit diesen Ideen übereinzustimmen. Du musst sie leben. Philosophie war für Seneca keine akademische Übung. Es war tägliches Training, ständige Praxis, eine Disziplin wie ins Fitnessstudio zu gehen. Du gehst nicht einmal ins Fitnessstudio und erwartest, für immer fit zu bleiben. Du gehst wiederholt, konsequent, auch wenn du keine Lust hast. Das Gleiche gilt für Tugend und Weisheit. Du musst jeden Tag Geduld üben. Musst Mut in kleinen Entscheidungen üben. Musst Ehrlichkeit üben, selbst wenn Lügen einfacher wäre. Musst Großzügigkeit üben, selbst wenn für dich zu behalten sicherer erscheint. Diese täglichen Praktiken, über Jahre angesammelt, verwandeln, wer du bist. Sprechen wir jetzt über Senecas Konzept des Todes, denn das mag morbide erscheinen, ist aber unglaublich befreiend. Seneca meditierte ständig über den Tod. Er sagte, wir sollten jeden Tag so leben, als wäre es der letzte, nicht auf unverantwortliche oder hedonistische Weise, sondern auf absichtliche und bedeutungsvolle Weise. Wenn du wüsstest, dass du morgen sterben würdest, würdest du mit deinem Bruder über Kleinigkeiten streiten? Würdest du einen Groll gegen jemanden hegen? Würdest du aufschieben, den Menschen, die du liebst, zu sagen, wie viel sie bedeuten?
Wahrscheinlich nicht. Du würdest mit Dringlichkeit leben, fokussiert auf das, was wirklich zählt. Seneca fordert uns heraus, jeden Tag so zu leben. Der Tod ist keine entfernte Tragödie. Er ist eine bevorstehende Gewissheit. Du wirst sterben. Jeder, den du liebst, wird sterben. Das ist kein Pessimismus, das ist Fakt. Und diese Tatsache sollte informieren, wie du jetzt lebst. Als Nero befahl, dass Seneca Selbstmord begehen sollte, dinierte er mit Freunden. Er empfing den Befehl mit Ruhe, tröstete seine Frau, die mit ihm sterben wollte, traf die notwendigen Vorbereitungen und öffnete seine Adern, während er weiter mit seinen Freunden über Philosophie sprach. Er starb, wie er lebte, indem er die Prinzipien anwendete, die er lehrte. Dies ist keine Verherrlichung des Selbstmords, es ist ein Zeugnis dafür, wie viel mentale Vorbereitung selbst die schrecklichsten Momente verwandeln kann. Seneca verbrachte sein ganzes Leben damit, sich darauf vorzubereiten, gut zu sterben, und als der Moment kam, war er bereit. Zum Abschluss lass mich dir einige praktische Schritte geben, die du heute basierend auf Seneca umsetzen kannst. Erstens, beginne ein abendliches Reflexionstagebuch. 5 Minuten vor dem Schlafengehen schreibst du über deinen Tag. Was lief gut? Was lief schlecht? Wie hast du auf Herausforderungen reagiert? Wo kannst du dich morgen verbessern? Zweitens, praktiziere täglich die Dichotomie der Kontrolle. Wenn dich etwas stört, frage dich, liegt es in meiner Kontrolle? Wenn ja, handle. Wenn nein, akzeptiere es und geh weiter. Drittens, wähle eine freiwillige Unbequemlichkeit pro Woche. Es kann ein kurzes Fasten sein, eine kalte Dusche, ein schwieriges Gespräch, das du vermieden hast. Das baut Widerstandsfähigkeit auf. Viertens, kultiviere tiefe Freundschaften. Investiere echte Zeit in wenige Menschen, die wirklich wichtig sind, anstatt hunderte oberflächlicher Verbindungen zu pflegen. Fünftens, praktiziere Großzügigkeit ohne Erwartung einer Gegenleistung. Hilf jemandem anonym. Tue etwas Freundliches, ohne es in sozialen Medien zu posten. Sechstens, meditiere über Vergänglichkeit. Erinnere dich daran, dass alles, was du hast, einschließlich deines eigenen Lebens, vorübergehend ist. Das ist nicht deprimierend, das ist befreiend. Senecas Philosophie hat 2000 Jahre überlebt, weil sie etwas Grundlegendes über die menschliche Erfahrung berührt. Die gleichen Ängste, Sorgen, Wünsche und Herausforderungen, denen er gegenüberstand, sind die, denen wir heute gegenüberstehen. Die Umstände haben sich geändert, die Technologie hat sich entwickelt, aber die menschliche Natur bleibt bemerkenswert konstant. Und deshalb klingen seine Worte immer noch nach, transformieren immer noch, bieten immer noch einen Weg zu einem besseren Leben. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alles gelöst haben. Du musst nur bereit sein, ehrlich auf dich selbst zu schauen, zu erkennen, wo du scheiterst, und eine echte Anstrengung zu unternehmen, dich zu verbessern. Das ist der Weg, den Seneca ging, und das ist der Weg, zu dem er dich auch einlädt. Also, was wirst du mit diesem Wissen tun? Wirst du es nur ein weiteres Video sein lassen, das du angeschaut und vergessen hast? Oder wirst du mindestens eine dieser Ideen nehmen und heute in deinem Leben anwenden? Die Wahl, wie Seneca immer sagen würde, liegt bei dir.